Stellt euch vor, ihr kommt auf die Welt und ihr habt kein Immunsystem. Jede Infektion bricht sofort aus, jedes Virus und jedes Bakterium kann ungehindert in euren Körper gelangen. So geht es Personen mit einem schweren kombinierten Immundefekt. Wir sind heute bei Lukas, der mit diesem angeborenen Gendefekt zur Welt kam. Wie lang sein Weg damals bis hin zur Diagnose war und wie die Krankheit heute seinen Alltag beeinflusst, wird er uns heute in seiner Heimatstadt erzählen. Okay, los! Hi Lukas, danke, dass du uns deine Geschichte heute erzählst. Ja, kein Problem. Gerne, Katha. Aber möchtest du uns noch mal erzählen, was genau der angeborene Gendefekt ist, für Leute, die jetzt medizinisch gar keine Ahnung haben? Ja, also ganz einfach gesagt kann man sagen, dass ich ohne Immunsystem geboren worden bin. Das heißt, mir haben Zellen gefehlt, die T-Zellen, die dafür verantwortlich sind, dass wir oder der Körper sich gegen Viren, Bakterien und andere Dinge schützen kann. Und die waren bei mir im Erbgut einfach nicht angelegt. Ja, ich bin 1989 in Reutlingen geboren, eben ohne Immunsystem. Man hat das allerdings nicht gleich erkannt, weil das einfach extrem selten ist. Ja, ich hatte von Beginn an auch als Säugling Neurodermitis im Gesicht, an anderen Stellen am Körper. Habe das heute immer noch hier so kleine Falten, das ist jetzt ein bisschen überdeckt vom Bart. Aber das war so, das heißt, mein Körper konnte das nicht abwehren. Und seit dieser Zeit schon ist auch mein linkes Auge blind, weil eben der Körper Entzündungen im Gesicht nicht abwehren konnte. Dank Corona sind ja auch für uns heute Viren und Bakterien leider Alltag. Aber du sagtest ja, das war damals nicht so üblich oder an sich, die Krankheit ist ja sehr selten. Ja. Wer hat es denn dann entdeckt und wie lang war der Weg, bis es entdeckt wurde? Der Kinderarzt in Metzingen, der war eigentlich der Erste, der erkannt hat, es stimmt was nicht und es könnte in diese Richtung Immundefekt gehen. Der hat noch nicht sagen können, das ist der SCID-Defekt, wie in meinem Fall, aber der hat den Stein so richtig ins Rollen gebracht und ist dann extra auch nach München auf eine Tagung gefahren, auf eine medizinische, hat da den Professor Friedrich aus Ulm von der Kinder-Uniklinik kennengelernt, getroffen und hat ihm sozusagen meinen Fall vorgestellt und der hat sofort gesagt, ja, also das klingt alles nach diesem schweren kombinierten Immundefekt SCID. Extremes Glück ja dann auch mit dem Kinderarzt in Metzingen, dass er gerade diesen Kontakt nach Ulm hatte. Ja. So meine Geschichte ist schon eine Verkettung von vielen glücklichen Umständen. Die Zeit war ja auch für deine Eltern extrem schwierig. Die haben jeden Tag gebangt. Jede Infektion hätte für dich tödlich enden können, oder? Grundsätzlich ja. Also, meine Eltern haben mich dann in die Uniklinik nach Tübingen legen lassen, um mich dort schon auf die Knochenmarkstransplantation vorzubereiten. Und da war ich dann eine Woche noch in so einem Isolationszelt, nennt sich das, dass einfach keine Viren, Bakterien von außen da rankommen. Da hat man mich vorbereitet und dann bin ich mit dem Rettungswagen nach Ulm gekommen. Auch da ist wieder viel Glück im Spiel gewesen, mehrfach sogar. Zu dieser Zeit gab es nur 3 immunologische Zentren weltweit. Ja, in Seattle in den USA, in Paris und in Ulm. Also es ist einfach auch ein Riesenglück gewesen, dass wir hier irgendwie eine gute Stunde von Ulm weg waren. Und da hat mich dann der Professor Friedrich transplantiert. Und der nächste glückliche Umstand war, da kriege ich ja fast Gänsehaut wieder, dass man, also das muss schnell gehen, ja, weil es eben lebensbedrohlich. Man hat meinen Eltern von Anfang gesagt, die Überlebenschance 5-10%, wenn ich fremdes Knochenmark abstoßen werde. Und deswegen ist es üblich, bis heute üblich, dass man halt erstmal in dem nahen Umfeld natürlich guckt, weil wir, also es muss schnell gehen. Und dann wurde Blut abgenommen und dann wurden verschiedene Tests und Analysen gemacht und dann hat der Professor Friedrich tatsächlich gesagt, also die Mutter kommt als Spenderin in Frage. Und ja, wie man sieht, ist es gut gegangen. Enormes Glück auf jeden Fall. Mit dieser Knochenmarktransplantation warst du dann somit gerettet oder musste da noch irgendwas danach passieren? Also im Grundsatz ist es so, dass wenn du knochenmarkstransplantiert wirst in diesem Alter und mit diesem Immunzustand, also du hast einfach kein Immunsystem, dann wird normalerweise geguckt, wenn noch eigene körpereigene Zellen da sind, ja, dann werden die abgetötet, ausgeräumt das nennt sich Konditionierung, das ist sowas Ähnliches wie eine Chemotherapie. Also es werden einfach die kranken Zellen, wie auch immer, platt gemacht, ja, und Platz gemacht, damit sich das neue Knochenmark, das dann reinkommt, halt frei entfalten kann. Das war bei mir nicht nötig. Ich habe keine Chemo gebraucht, war aber auch naheliegend bei mir, weil ich einfach kein Immunsystem, keine eigenen Zellen hatte. Deswegen konnte man auch keine abtöten. Patienten, die das haben, ja, denselben Defekt wie ich, müssen, ich habe da einige auch kennengelernt über eine Patientenorganisation, bis heute
Immunglobuline, also zu Deutsch Antikörper, sich extern spritzen noch, auch im Erwachsenenalter, wenn sie es überleben, weil das trotz Knochenmarkspende das Immunsystem noch geschwächt ist. Das war bei mir nicht der Fall, sondern ich habe galt ab dem Alter von etwa 3 Jahren dann als geheilt und muss bis heute auch keine Medikamente nehmen. Das heißt, mit 3 Jahren galtest du als geheilt. Hast du heute noch irgendwelche Defizite durch das ganze Thema? Also das Einzige, was mir eben geblieben ist, dass ich auf dem linken Auge nichts sehe. Aber dadurch, dass das einfach von Anfang an so war, oder mehr oder weniger von Anfang an, ja, seit ich denken kann, ist es eigentlich auch eine Einschränkung, mit der ich gut leben kann, weil ich Fahrradfahren, Autofahren und so weiter alles nur so gelernt habe. Und wenn ich jetzt diese kosmetische Kontaktlinse nicht trage, der Augapfel ist alles noch da, es ist kleiner und ein bisschen eingetrübt, weil der Sehnerv aufgrund von Entzündungen eben sehr früh dann abgestorben ist. Durch den Immundefekt selber im Körper habe ich gar nichts mehr, ganz im Gegenteil, wirklich. Also ich habe gute Zellen von meiner Mutter erwischt, weil ich bin eigentlich nie krank. Ja? Und das ist auch ganz atypisch eigentlich. Wie lebst du heute? Ja, ich lebe hier in Eningen, wo ich schon aufgewachsen bin, mit meiner Frau und unserem Sohn Florian, der ist jetzt ein halbes Jahr alt. Und arbeite bei den Kreiskliniken in Reutlingen im Krankenhaus als Pressesprecher und Marketingleiter. Wie war denn das Thema Vererbung dann in dem Zusammenhang? Hattet ihr Angst, dass dein Sohn das auch bekommen kann? Ja, klar, also wir haben uns dann natürlich schon auch professionell beraten lassen, auch wieder in Ulm, weil dort einfach die Spezialisten sitzen. Aber in meinem Falle ist es relativ einfach, weil der Defekt, den ich habe, immer übers X-Chromosom, ja, also über die Mutter weitergegeben wird und aber nur bei Jungs ausbrechen kann. Das bedeutet, dass mein Sohn Florian safe ist, ja, auch gesund ist, Gott sei Dank. Interessant wird es dann wieder werden, wenn wir noch eine Tochter bekommen sollten. Die ist auf jeden Fall Trägerin, weil sie ja 2 X-Chromosomen hat. Eins von der Mama und eins kriegt sie von mir und dann kriegt sie das Defekte mit. Das heißt, sie ist Trägerin, aber eben auch gesund, was diesen Defekt betrifft. Und richtig interessant wird es dann halt erst wieder bei meiner Enkelgeneration sozusagen, bei meinen potenziellen Enkeln. Wenn da wieder ein Junge sich ankündigt, ja, dann wird es interessant, weil dann eben 50-50 Chance besteht, ob er dieses defekte Gen dann von meiner Tochter, die es noch nicht gibt, übertragen kriegt. Gab es Phasen in deinem Leben, wo das Thema für dich präsenter war als in anderen? Ja, also definitiv, ja. Also wenn du Kind bist, dann wird dir das Thema irgendwie kindgerecht erklärt, aber du kapierst natürlich nicht, was da dahinter steckt und warum du jetzt in Anführungszeichen ein bisschen anders bist wie andere. Das verändert sich natürlich je nach Lebensphase. Ja? Dann irgendwann kommst du in die Schule, dann bei mir war es so, irgendwann im Bio-Unterricht auf dem Gymi war dann das Thema Genetik-Thema und so erfährst immer mehr. Ja, und klar, ich meine, Jugend und Pubertät, da blendet man sowas natürlich auch gerne aus, ja, weil man natürlich auch beliebt sein will und jetzt nicht unbedingt irgendwie anders sein will als andere, ja, ist klar. Und habe auch wieder angefangen, ehrlich gesagt, jetzt auch das Thema wieder so ein bisschen für mich einfach tiefer einzusteigen, auch meine Geschichte nicht nur euch zu erzählen, sondern auch anderen regionalen Medien hier, weil es mir einfach unglaublich wichtig ist, dass andere Leute davon irgendwie auch profitieren können. Wenn du alles, nachdem ich mir alles angeeignet habe, nachdem ich wirklich mal irgendwann verstanden habe als Erwachsener, was steckt da wirklich dahinter, dann kannst du das auch erst einordnen, ja, was da eigentlich passiert ist und wie viel Glück du eigentlich hattest, oder ich in dem Falle, und was es für eine Verkettung von glücklichen Umständen war. Und dann kommst du eben auf den Trichter, dass man sagt, hey, okay, das ist nicht selbstverständlich, deswegen ist es mir ein Anliegen, auch den Leuten eben, oder mit meiner Geschichte Leuten halt Mut zu machen, ne, und Hoffnung zu machen, dass es immer irgendwo einen Weg gibt, je nach individueller Lebenssituation auch gut zu leben. Ja. Vielen Dank, Lukas, dass du uns deine Geschichte heute erzählt hast. Sehr gerne, Katha. Danke, dass ich meine Geschichte erzählen durfte und damit hoffentlich auch vielen Menschen ein bisschen Mut machen kann, ja, denen es vielleicht ähnlich geht. Ja, allerdings.
Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, ein Abo und bis zum nächsten Mal. Eure Katharina vom Team Zeitmensch-Doku. Sie sind ein außergewöhnlicher Mensch oder Sie kennen außergewöhnliche Menschen? Dann schreiben Sie uns an zeitmenschdoku@gmx.de. Und wenn Ihnen unsere Dokumentation gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren.